Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Meine Leinwand ist quadratisch, 50 x 50 cm groß und ich werde heute meinen Hintergrund mit einem Schwamm gestalten. Ich habe mir für den Hintergrund zwei Farben ausgesucht, und zwar einmal ein Lila und ein Persisch-Rosa, und vermische das Ganze mit dem Schwamm auf der Leinwand. Ich trage den Hintergrund in 2 Schichten auf, damit er deckend ist. Bevor ich weiterarbeiten kann, nehme ich einmal meinen Föhn, um den Hintergrund richtig anzutrocknen. Du kannst die Leinwand aber auch liegen lassen und an der Luft trocknen lassen. Ich möchte heute eine moderne Variante der Farbfeldmalerei malen, wie sie Mark Rothko gestaltet hat. Meine Leinwand ist im Gegensatz zu seinen Leinwänden natürlich sehr winzig, aber nichtsdestotrotz kann man auch auf dieser Leinwand mit der Farbfeldmalerei schöne Dinge gestalten. Mit meinem Malmesser unterteile ich meine Leinwand optisch in 2 Bereiche. Und das stellt für mich auch eine Zäsur dar, wie du nachher sehen wirst. Ich kann dir ja schon einmal verraten, dass diese Linie extra Arbeit verursachen wird. Meine Farbflächen trage ich heute mit Schwämmen auf, die ich mir passend zurechtschneide. Und in dem unteren Bereich trage ich zunächst eine helle Cremefarbe auf. In diesem Fall ist es das Neapelgelb Hell. Ich achte zunächst darauf, dass mein Hintergrund an einigen Stellen leicht durchscheint. Für meine nächste Farbschicht wähle ich ein helles blaues Grau, was ich auch wieder mit einem Schwamm auftrage. Und ich achte darauf, ein bisschen Abstand zu halten, sodass die untere Fläche nach oben hin noch sichtbar ist. Und ich werde auch dieses blaue Grau nicht komplett auftupfen, sondern ein bisschen großzügiger die untere Fläche durchscheinen lassen. Bei diesen einfachen Schwämmen kann es mal passieren, dass man von der oberen grünen Oberfläche ein paar Fusseln auf die Leinwand bekommt, und die entferne ich dann direkt. Mit dem Abzieher und mit dem Schwamm könnte man natürlich hervorragend Fenster putzen, aber ich male doch viel lieber, als dass ich Fenster putze, und wende auch vor allen Dingen diesen Dusch- oder Badabzieher auch sehr gerne an. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du auch so viele Utensilien, die man eigentlich in der Küche verwendet, für deine Malsachen bereitgelegt? Bei mir ist es so, dass ich alle in den Videos gezeigten Gegenstände, wie auch zum Beispiel Teller und diese große Platte, ausschließlich für die Malerei verwende. Also keine Sorge, wer bei mir zu Besuch ist, bekommt nichts von diesen Tellern angeboten. Die Farbfläche, die ich gerade mit dem Abzieher auftrage, besteht aus einem warmen Beige-Ton und der Metallic-Farbe Gold. Hier ist es das dunklere Gold von Amsterdam, und ich trage die Schicht recht dünn auf, was mit diesem Abzieher hervorragend geht, und achte auch darauf, dass ich ein paar kleinere Flächen von dem Hintergrund in jedem Fall optisch stehen lasse. Bevor ich dann weiterarbeiten kann, muss ich diese Schicht erst einmal antrocknen, da ich mit einem Acrylmarker etwas skribbeln werde. Ich
Ich habe diese Art Skribbelei auch schon einmal in meinem Bild Chaos und Balance verwendet. Da ist es so, dass dieses Geskribbel in den Schichten untergegangen ist. Es handelt sich dabei auch um ein Rakelbild. Und ich möchte heute, dass von dem, was ich jetzt gerade mache, auf jeden Fall etwas noch zu sehen sein wird. Das, was da so aussieht wie Cappuccino-Creme mit Kakaopulver, ist ein warmer Beige-Ton mit einem Sand-Glitter-Gemisch in Braun. Und ich trage das einfach so auf der Leinwand auf, und zwar genau über die Fläche, auf der ich gerade auch geskribbelt habe. Du siehst, dass das der gleiche Farbton ist. Und über den glittrigen Sand verspreche ich mir, dass da jetzt Erhebungen dazukommen. Das heißt, das findet man im Normalfall auf der Farbfeldmalerei nicht. Und ich habe nämlich noch vor, nachher mit dieser Fläche etwas anzustellen. Deswegen ist es wichtig, da ein bisschen von dieser gekörnten Struktur aufzutragen. Wenn du mit diesem Abzieher und dem Sandgemisch arbeitest, musst du ein bisschen vorsichtig sein, denn sonst ziehst du dir dieses Sandgemisch wieder mit von der Leinwand. Und das ist auch der Grund, warum ich zwischendrin meinen Abzieher einmal wende und damit dann ein bisschen von der Sandstruktur wieder auf die Leinwand gebe. Jetzt kommt ein bisschen von dem Gold hinzu, was ich vorhin schon in der ersten Farbschicht verwendet habe, aber ich trage es jetzt pur auf. Ich achte aber darauf, dass meine geskribbelten Flächen und auch das Durchscheinende von dem rosafarbenen Hintergrund noch zu sehen sind. Jetzt bekommt die Fläche, die ja ein bisschen inhomogen wirkt, auch noch einen farblichen Überzug. Erst hatte ich überlegt, nur den Rand zu gestalten und das Innere stehen zu lassen, aber nach und nach gefiel es mir einfach, was so beim Tupfen zu sehen war. Und deshalb habe ich tatsächlich die gesamte Fläche mit der Perlfarbe betupft. Und was könnte besser passen als die Perlfarbe in Violett?
Bei dieser Einstellung kannst du ganz gut sehen, was ich gemeint habe. Bei der Farbfeldtheorie hätte man jetzt dieses rosafarbene Band drumherum stehen lassen können und in der Mitte wäre noch eine sehr schöne Farbfläche gewesen. Diese Musik wollte ich schon immer mal einsetzen, aber man muss echt vorsichtig sein bei dem, was man sich so wünscht. Ich hatte schon kein gutes Gefühl, als ich mich für das Malerkrepp entschieden habe und es wäre besser gewesen, auf dieses Gefühl zu hören. Was ich verhindern wollte, war, dass mir die dunkle rote Farbe an irgendeiner Stelle auf die Leinwand tropft. So ist es ja mit meinem Rakelbild und dem Blattgold passiert. Da ist mir tatsächlich ein kleiner Klecks dunkelblaue Farbe auf mein Blattgold geraten und ich musste ein bisschen umdisponieren. Und hier hätte es absolut ausgereicht, einfach nur die Zeitung daneben zu legen. Aber ich habe mich anders entschieden. Hier habe ich noch echt Glück, aber danach nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, das Abklebeband von der Seite abzuziehen. Es ist zwar ein Bild über abstrakte Malerei und Dinge hätten auch so sein dürfen, wie sie dann gewesen sind, aber mir war es heute wichtig, auch diese Farbfeldmalerei bzw. diesen formalen Aspekt dann irgendwo auch auf der Leinwand zu sehen. Und durch dieses Malheur, was mir da passiert ist, sah ich das nicht mehr erfüllt. Also musste ich die Extrameile gehen und habe mich dann dafür entschieden, den unteren Teil nochmal zu machen. Erst wird der lila Streifen nochmal etwas breiter getupft, dann korrigiere ich das untere Feld nochmal mit dem Neapelgelb hell und tupfe es komplett in diesem Farbton auf. Und danach bringe ich natürlich nochmal diese blau-graue Farbe auf, um dann den Ursprungszustand zumindest ähnlich wiederherzustellen. Ich habe in diesem Augenblick das hellrosa-lila Gemisch nicht mehr unter meinem Streifen und deshalb entscheide ich mich dafür, eine Art kleinen Farbverlauf zwischen der hellen Farbe und dem permanent rot-violett herzustellen. Ich weiß nicht, warum ich mir vorher nicht zugetraut habe, den Streifen ohne Netz und doppelten Boden hinzubekommen. Dann zeige ich euch mein größtenteils getupftes Bild einmal von nahem. Es ist schon gut getrocknet, da müsste jetzt nur noch der Streifen trocknen und dann werde ich es euch auch nochmal zeigen, wenn es dann an der Wand hängt. Da ist mein Beitrag zur Farbfeldmalerei im oberen Bereich ein bisschen mehr Lebendigkeit, im unteren Bereich sehr sanft und mit Farbübergängen versehen.
Hier sieht man sehr schön, wie sich die Perlfarbe auswirkt, wenn man aus verschiedenen Blickrichtungen auf dieses Bild schaut. Und ich bin sehr froh, dass meine Skribbelei auch noch durchscheint und tatsächlich auch sogar die Hintergrundfarbe an verschiedenen Stellen zu sehen ist. Ich bin der Meinung, dass das Bild auch andersherum aufgehangen funktioniert. Ich präsentiere es dir aber nur in dieser Variante. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, ein Like für dieses Video dalässt und mir vor allen Dingen einen Kommentar zu diesem Bild schreibst. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne und kreative Zeit und dann sehen wir uns in 2 Wochen auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, mach's gut!